Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live Universe Video. Heute endlich mit den LVC-Infos. Ja, schon heute, nicht erst morgen. Anders als letztes Jahr kriegen wir es dieses Jahr anscheinend ein Jahr früher. Einen Tag meine ich. Abgesehen davon haben wir noch Compensation für das AOS Pre-Registration Coupon-Problem. Auch sehr interessant. Mehr Gratis-Rewards, vor allem für Free-to-Play-Spieler, sehr interessant. Und das gucken wir uns auch zuerst an, weil das eigentlich fast wichtiger ist. Und zwar geht es darum, dass es damals im November eigentlich so Coupons gab fürs Vorabregistrieren. Ich glaube, angeblich haben sich 100.000 oder 200.000 Leute angemeldet, keine Ahnung. Egal, jedenfalls gab es da 4 Coupons und die wurden halt nie aktiviert. Die sind dann auch quasi schon längst wieder abgelaufen gewesen. Also sie waren nie aktiv, aber wären schon längst wieder abgelaufen gewesen. Aber die App hat sich ja um 5 Monate verzögert. Jedenfalls kriegen wir dafür anscheinend einmalig eine Kompensation. Hier steht allerdings dabei Android Soul Linked. Und ich vermute jetzt einfach mal, weil diese Coupon-Codes sind alle frühestens ab morgen gültig. Einer nach dem anderen wird freigeschaltet, nicht alle zeitgleich. Erstmal der erste nur. Und ich vermute, dass man das hier bekommt, wenn man den Coupon-Code morgen auf Android eingibt. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung, weil man kann aktuell keinen Coupon eingeben. Man kann es jetzt also gerade nicht testen, was ein bisschen blöd ist, weil morgen, wenn man im Stress ist und so, ja, ist also nicht so gut. Aber ja, kann man jetzt aktuell nicht sicher sagen. Jedenfalls wird morgen um 8 der erste Couponcode, wobei morgen für uns um 10, freigeschaltet. Der gibt allerdings auch nur Vitaldrink Refresher holt 3-mal, 5 Scroll of Return und 3 Activation. Interessanter wäre das hier wiederum mit einer ESMP, 5 Death Upcast Stones, 5 Scroll of Return. Aber wie gesagt, geht halt leider noch nicht. Der zweite Code, leider der wesentlich bessere, oder der bessere, ist erst am 9.5., der dritte am 23.5. und der vierte am 6.6. verfügbar. Yeah, schade, nicht alle zeitgleich. Finde ich ein bisschen schade. Extra zum FEC hätten sie schon alle raushauen können, vor allem wenn man bedenkt, dass das 5-monatige Verspätung hat. Also das stelle ich mir jetzt nicht ganz unter einer Kompensation vor, ehrlich gesagt. Also ja, aber egal. Jedenfalls ja, ist das hier quasi die Entschädigung, was auch gemeint sein könnte, weil hier steht ja Pre-Registration Coupon Reward, dass halt nur die Leute, die sich auch tatsächlich pre-registrated haben, diese Belohnung bekommen. Also nur mit dem Account, mit dem man sich tatsächlich auch vorangemeldet hat. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob die da wirklich die E-Mail-Adressen dann von Google Play bekommen haben. Keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Das alles werden wir wahrscheinlich dann wirklich erst morgen herausfinden. So oder so gibt es ab morgen auf jeden Fall einen zusätzlichen Coupon-Code mit weiteren Gratis-Belohnungen, den man einlösen kann. Und wo das Ganze geht, ist ganz einfach, und zwar hier. Klar, natürlich. Ja, gut, ne? Hier, Coupon-Code, da copy-pastet man den einfach rein und das würde dann theoretisch funktionieren. Ich war jetzt auch mit dem Char zum Beispiel gerade schon auf Android und so, da ging auch nichts, also es geht alles dann wirklich erst ab morgen. Aber da wisst ihr schon mal Bescheid, gibt es einen weiteren Coupon-Code. Außerdem haben sie schon die Serverwartung gepostet, beginnt um 9 bis 10. Der FEC-Server wird geöffnet, Cache-Up-Update, neue Items und eine Datenbank-Wartung, also nichts ultra Spezielles. Und dann eben das FWC-Server-Event-Announcement. Leider sind ja nicht die gesamten Details des Servers am Start. Das haben sie bisher immer so gemacht, dass sie nicht alles veröffentlichen, erst wirklich, wenn es losgeht, wie gesagt. Aber wir haben zumindest schon mal die erste Ankündigung vor morgen. Und leider muss man sagen, ist das literally Copy-Paste vom letzten Jahr. Finde ich auch ein bisschen schade. Genau, also FWC Server Open hat 2-mal XP, 2-mal Drop, 2-mal Upgrade Chance, aber erst ab Level 30. Also wie wir es uns schon gedacht haben, eben, wir sind ja davon ausgegangen, es ist einfach alles wie letztes Jahr. Und so ist es auch hier zum Beispiel, dass man mindestens Level 30 sein muss. Es wird spezielle Items im Cache-Shop geben, damit sind vor allem die FEC-Flask und die Penya-Flask gemeint. Das sind eigentlich fast die einzigen Items, also es gibt eigentlich fast nichts anderes, was man auch so sonst extra hätte. Und auch hier wieder das gleiche wie letztes Jahr, um die Inflation ein bisschen zu balancen, gibt es zwar zweifache Droprate, aber NPC-Drops sind quasi nur halb so viel wert. Also wenn du zum NPC auf dem Server gehst und da deine Items verkaufst, kriegst du nur halb so viel wie auf zum Beispiel Burudeng. Allerdings hat man ja nicht die doppelte Droprate auf dem Server, man hat ja mindestens die 2,5-fache durch Penya Flask und später FEC Flask, sogar die 3-fache. Das heißt, die Inflation dort wird trotzdem extrem sein. Mal ganz davon abgesehen, dass auch extrem viele Leute spielen werden. Also von dem her, ja, also es ist halt eine Maßnahme, uns ein bisschen im Schach zu halten.
Aber wie gesagt, die Drops, die Inflation wird trotzdem heftig sein. Dann Level Achievement Event. Das ist zum Beispiel eine von den Infos, die so bisher noch nicht veröffentlicht wurden, die auch ganz interessant ist. Und zwar bekommt man spezielle Belohnungen, also quasi ein besonderes FWC Level Reach Event, wenn man gewisse Level erreicht. Und es geht den gesamten Server lang, also bis zum allerletzten Tag. Und es sind hauptsächlich diese Titel. Ein paar Belohnungen wie Amplis und so weiter sind auch dabei. Aber es geht unter anderem oder überwiegend eigentlich um diese Titel, weil die tatsächlich doch nochmal einen richtig krassen Unterschied machen. Der erste ist für Level 60, gibt alles Stats plus 3, der ist natürlich nicht so gut. Der zweite für Level 100, alles Stats plus 5, ist auch nicht so gut. Der dritte für Level 140, alles Stats plus 10. Ja, ist schon ein bisschen besser, sag ich mal. Und der richtig gute, sag ich mal, fängt an auf Level 150, alles Stats plus 15, 1000 HP, 5 Move Speed, eine Crit-Rate, eine Ausweichrate. Crit-Rate finde ich hier ein bisschen schade, hätte meiner Meinung nach ADK sein sollen oder so, weil Crit-Rate halt manchen Klassen nichts bringt. Bisschen unfair. Und dann haben wir ab 165 und wenn man das Equipment Exchange Event 5-mal abgeschlossen hat, also das ist wirklich nur sehr schwierig, also nicht nur sehr schwierig, das ist sehr schwierig, gibt dann alles Stats plus 20, 2000 HP, auch 5% Movement Speed, 3% Crit-Rate und 3% Ausweichrate. Ist also kein allzu krasses Upgrade, muss man sagen. Genau. Und außerdem muss man eben Level 165 sein und dieses Equipment Exchange 5-mal abgeschlossen haben. Genau. Und ja, aber der 150er Buff ist cool, dass er schon auf 150 verfügbar ist und nicht erst auf 160. Das heißt, den kriegt man verhältnismäßig früh und der ist schon wirklich ziemlich gut. Also alles jetzt bis 15.000 HP, allein das ist schon ziemlich nice. Und Movement Speed sowieso. Also das lässt man sich auf jeden Fall schmecken. Genau, die Stats von den Titeln werden nicht auf andere Server transferiert, war auch letztes Jahr genauso. Und die Titel muss man tatsächlich auch ausrüsten, um diese Buffs zu bekommen. Und die stacken natürlich auch nicht. Genau. Und genau. Equipment Exchange. During this event, players can exchange certain equipment for special FWC equipment. This event will go on from the opening of the server and until the end of the server. Leider ist es hier nicht wirklich gut beschrieben, finde ich persönlich. Wie gesagt, ich glaube, das ist literally Copy-Paste vom letzten Jahr. Ich habe jetzt nicht alles überprüft, aber das meiste ist literally Copy-Paste. Und zwar steht jetzt hier nicht, welche Waffe das denn eigentlich ist. Ich weiß, Umkleidekabine, aber steht halt literally nicht da. Hier steht einfach nur Waffe, ultimative Level 150er Waffe und dann kriegst du halt die FEC ultimative 150er Waffe. Und die Stats davon sind einfach mal 1,1 abgerundet. Also wenn zum Beispiel, wie in dem Beispiel, von 58 auf 68 ist die Base-Stat, geht dann von 58 auf 74. Genau. Und es wird nur die Maximal-Value erhöht, das heißt die Minimal-Value bleibt gleich. Genau. Und beim Set ist es ähnlich. Das Set muss man eben auch plus 10 machen. Also Ultimate ist ja eine Stufe über plus 10 quasi. Und dann eintauschen. Und da bekommt man dann statt alles Stats plus 8, alles Stats plus 13. Und das war's tatsächlich. Also bei den Stats ist dieses Umwandeln relativ schlecht. Es gibt literally alles Stats plus 5. Da ist es von der Waffe schon ziemlich heftig. Denn in dem Fall sind es zum Beispiel 6% Crit Damage. Das ist schon deutlich besser. Genau, alle können es nur einmal machen, außer Blades, die können es zweimal machen. Ist ja eh klar, warum. Und dann gibt es noch zusätzliche Belohnungen. Auch das haben sie leider vom letzten Jahr kopiert. Ich weiß nicht, ob das... Also darüber wurde, glaube ich, nie wirklich geredet. Ein paar Leute haben gefragt, was soll ich mit meinem 15er Schnuck machen, den ich vom Transfer... von dem Exchange bekommen habe. Und ich auch immer gesagt... Keine Ahnung, was will man damit schon groß machen? Du kannst es halt zerlegen, hast ein bisschen Materialien, aber plus 15 ist tatsächlich nicht sehr gut zum Zerlegen. Also es bringt halt ein bisschen Staub, aber sonst halt fast nichts, kann man sagen. Ist halt schon ein bisschen schwach und ja, 5 mal plus 15 ist dann schon ein bisschen besser, keine Frage. Aber für 5 mal plus 15 muss man ja auch 5 mal den Exchange gemacht haben. Das heißt, mindestens eine Ultimate-Waffe schon besitzen und eintauschen. Also das ist halt etwas, was viele Leute halt relativ spät wahrscheinlich erst bekommen werden. Und an einem Punkt, wo sie halt wahrscheinlich schon viel mehr Geld und wahrscheinlich schon viel besseren Schmuck haben. Also, ja, ist halt irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung. Ich finde es einfach so eine weirde Belohnung. Sagen wir es, wie es ist. Ja, und was ist das quasi, diese Boxen? Ist einfach literally, du kannst dir halt ein Schmuckteil plus 15 aussuchen von allen. Also, welches man sich da aussucht, ist vollkommen egal, weil wie gesagt, an dem Punkt haben die meisten Leute sowieso wahrscheinlich schon Ultimate-Schmuck. Das heißt, das ist einfach zusätzliches Material, was man für Ultimate-Schmuck benutzen kann.
Einzige Problem ist halt, es ist quasi sehengebunden. Das heißt, oder sollte es zumindest sein, steht hier. Ah, ne, hier steht es, genau. Sollte sehengebunden sein. Das heißt, man kann den Staub davon halt nicht verkaufen und wirklich nur für sich selber benutzen. Also, wie gesagt, ist meiner Meinung nach jetzt nicht die krasseste Belohnung dafür, dass man diese 5 Exchanges macht. Genau, we will only transfer the boxed item itself and not the accessory obtained from it. Also, wenn man das Ganze mitnehmen will, auf zum Beispiel Burudeng, dann muss man die Box aufheben, nicht den Schmuck. Außer man rüstet den Schmuck aus. Aber ich wüsste nicht, warum man den irgendjemand mitnehmen wollen würde. Genau. Genau, das FEC-Equipment ist sehengebunden, das habe ich auch schon oft gesagt im Stream, und wird an Account gebunden nach dem Transfer. Also auf dem FEC ist das goldene Equipment immer sehengebunden und danach Account gebunden. Dann PvE-Ranking Rewards, auch das ist eigentlich mehr oder weniger Copy-Paste vom letzten Mal. 4 Teammitglieder können sich stellen und eine Boss-Monster-Challenge im Time-Attack-Style machen. Das heißt einfach, es gibt ein zeitliches Limit, man muss so viele Bosse töten oder halt, es gibt eine gewisse Anzahl an Bossen, die man töten muss. Das Gewinnerteam mit der besten Zeit quasi, es geht um Zeit, werden... Ich kann nicht mehr reden, ich habe so viel aufgenommen. Ja, auf jeden Fall das Gewinnerteam ist das mit der niedrigsten Zeit. Und hier sind die Belohnungen, das sind größtenteils F-Coin-Belohnungen, Team 2 und 3 kriegen 10.000, 4 bis 5 5.000 und so weiter. Und das erste Team kriegt halt entweder ein MacBook oder, wenn sie das nicht haben wollen, kriegen sie F-Coin im zweifachen Betrag. Also wirkt für mich auch schon fast so, als würden sie diese Belohnung gar nicht wirklich rausgeben wollen, sondern als würden sie sagen, hey, du kriegst, ich weiß nicht, was ist so ein MacBook wert, keine Ahnung, 1.500 Euro vielleicht oder so. Kriegst du dann 3.000 Euro in F-Coin, basically. Ja, ist nicht schlecht, kann man sagen. Nehme ich. Let's go. Genau. Dann PvP-Tournament. Alle Details hierzu gibt es erst später. Abgesehen davon, dass das Finale anscheinend am 20. September sein soll. Ist vermutlich wieder ein Samstag. Habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Kann ich mal kurz nachgucken. 20. September. Letztes Mal war es ein Samstag. Ja, es ist wieder ein Samstag, genau. In Manila, und ich glaube, das letzte Mal war es um 8 Uhr morgens oder um 9 Uhr morgens. Eins von beiden, auf jeden Fall ähnlich wie der FEC-Serverstart, wird es eher in den Morgenstunden sein. Genau, 4 Tage muss man sich Zeit nehmen, falls man tatsächlich nach Manila eingeladen wird, hinfliegen will. Genau. Dann eben diese News zu diesen neuen Regionen oder Zonen. Teams must consist of players from the same zone. A PvP registration system will be introduced to prevent abuse, requiring passport-based information, printed name, nationality. High security hier. Once a character has registered for a team, they cannot join a different team. Und ensure all members can travel to Manila before submitting your team. Also man soll sicher gehen, dass alle auch tatsächlich, also wahrscheinlich auch technisch gesehen von Visa und so, tatsächlich in die Philippinen nach Manila einreisen können bzw. dürfen. Und dann gibt es eben dieses Zone vs. Zone Structure, gibt es auch direkt wieder Ausnahmen natürlich davon. Zone 1 sind quasi die amerikanischen Kontinente, haben wir uns eh schon angeschaut. Ist eigentlich nicht so wichtig. Jedenfalls ist auch hier noch die Aufschlüsselung der Tickets quasi. Also Amerika kriegt 2 Tickets, also 2 Teams basically. Südostasien und MENA, was auch immer MENA ist. Ich habe es immer noch nicht nachgeschaut, was mich einfach literally nicht interessiert. I'm sorry. Haben wir quasi 2 Tickets. East Asia und Oceania ist ein Ticket, weil Korea kriegt ein eigenes, quasi, wie sagt man, garantiertes Ticket. Und Korea würde ja auch zu East Asia gehören. Und Europa kriegt auch 2 Tickets. Also letztendlich kriegt jede Region eigentlich 2 Tickets. Und die einzige Ausnahme ist, ein Team ist garantiert koreanisch. Wäre lustig, wenn kein einziges koreanisches Team mitmacht. Frag mich, was sie dann machen. Aber gut, soweit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Genau. Und dann, at least 3 members must share the same zone nationality. One player from a different zone may join as a mercenary. Also man darf Teams mischen, aber maximal mit einem Spieler. Das heißt, hier ist eine gute Example. Kanada, Kuba, Mexiko und Nepal.
Ah ja, ich wollte gerade sagen, welches Team ist da nicht in Südamerika? Aber es ist Nepal. Ich bin so lost heute. Genau, also Nepal wäre quasi der Mercenary sozusagen. Und schlecht wäre Belgien, Spanien, Indonesien und Philippinen, weil das wäre zweimal Europa und zweimal Südostasien und das darf man eben nicht. Und dadurch, dass ja hier auch schon die Passports angefragt werden bei der Registration, kannst du da wahrscheinlich auch nicht wirklich betrügen, I guess. Außer vielleicht du hast eine doppelte Nationalität oder irgendwie so, aber I guess dann ist es kein Betrug. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, dass es Leute gibt, die 2 Staatsangehörigkeit haben. Aber das wird dann schon fast ein bisschen zu komplex. Das ist literally Flav PvP. Das wird nicht auf so viele Leute zutreffen. Keine Ahnung. Und den meisten Leuten ist es, glaube ich, auch ziemlich egal. Ja, der 3. Platz kriegt wieder $10.000. Also im Endeffekt ist es genau das gleiche wie letztes Jahr. Der 2. Platz kriegt 20.000 und der 1. Platz kriegt $80.000. Was schon ziemlich crazy ist. Genau, und dann noch die Regeln zu dem Event. Ja, das schauen wir uns jetzt nicht an. Ist, wie gesagt, nur für das PvP-Event betreffend und eigentlich ist es basically genau das gleiche wie letztes Jahr. Es ist mehr oder weniger alles Copy-Paste, bis auf den Teil für die Teamformationen. Was jetzt hier nicht drin steht, ist dieser Punkt mit den verschiedenen Servern. Und ja, für mich heißt das ehrlich gesagt, es gibt nur einen FEC-Server. Also die ganze Panik darum, ob es jetzt mehrere Server gibt oder nicht, denke ich mal, hat sich erledigt. Hier wird immer nur von einem Server gesprochen. Und hier wird es halt auch wieder, genau wie die letzten Male eigentlich auch immer schon erklärt, die Zeitzonen kommen unmittelbar an das PvP-Turnier geknüpft. Also offensichtlich ist dieses ganze Zonending und Kontinente und Pipapo hat wirklich nur was mit dem PvP-Turnier zu tun und sonst nichts. Also ich sehe hier nirgendwo, wo hier bestätigt wird, immer noch nicht, dass es verschiedene Server geben wird. Manche Leute wünschen sich's, manche wünschen sich's nicht. Ich glaube, daher rührt auch dieses, naja, manche wollen es halt, manche nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das halt, ja, quasi hier der einzige Faktor, dass es eben nur auf das PvP-Event begrenzt ist und eben nicht auf das gesamte Event quasi. Letztendlich würde dadurch der FEC auch irgendwie an Reiz verlieren, weil du ja dann nicht mehr mit der ganzen Welt zusammenspielen würdest, sondern es ist ja die Flav World Championship und nicht die europäische. Und letztendlich würdest du ja aber dann wirklich nur gegen Europa antreten. Aber hier geht es halt anscheinend wirklich nur um dieses Registrieren. Und das hier ist dann auch die Liste mit den Country Codes, also wer es gar nicht checkt, in welchem Land er wohnt oder auf welchem Kontinent, der kann sich dann hier noch diese, falscher Tab. Achso, es hat mich weitergeleitet, Leute, jetzt check ich es erst. Der kann sich dann noch diese Liste angucken. Ja, alles in allem, wie gesagt, ein bisschen schade, dass es wirklich literally Copy-Paste vom letzten Jahr ist. Die Titel sind, glaube ich, lasst mich nicht lügen, ich habe es nicht genau nachgeschaut, Wort für Wort. Ich hoffe, die Titel sind minimal anders, weil nicht wäre das auch Copy-Paste. Ja, es ist nicht so ultra spannend und wie gesagt, uns fehlen natürlich noch die Infos über die, also quasi, was ist auf dem FEC noch? Also wenn wirklich nichts weiter startet als das, wäre es natürlich auch ein kleines bisschen enttäuschend. Gar keine extra Hand oder so. Oder wer jetzt erreicht zum erstes Level 160 oder so, gibt nochmal eine zusätzliche Belohnung außer Level Reach. Und halt vielleicht auch nochmal klarifizieren, dass es wirklich nur einen FEC-Server gibt, weil die müssten diese Gerüchte oder die Unsicherheit ja eigentlich auch mitbekommen haben. Und wäre halt cool, wenn man hier mit sowas auch direkt darauf reagieren würde. Also ich bin mir jetzt wirklich sehr sicher, dass es definitiv nur einen Server gibt, aber wie gesagt, schlimmstenfalls sieht man es einfach morgen. Aber wie auch schon gesagt, macht es ja letztendlich eigentlich überhaupt keinen Unterschied, ob es jetzt ein oder mehrere gibt. Genau. Und ja, das waren eigentlich alle Infos. Ich denke mal, das Wichtigere ist eigentlich hier das mit den AOS, Entschuldigung. Weil niemand sagt AOS, ich sage immer Android. Kein Mensch sagt AOS tatsächlich. Also entweder sagt man iOS oder Android. Kein Mensch sagt AOS, den ich kenne. Jedenfalls, dass man hier diesen Coupon eben einlösen kann. Das geht erst ab morgen. Und vielleicht den Coupon am Handy einlösen muss, weil man dann diese Zusatzbelohnungen bekommt. Andererseits ist es halt, wie gesagt, mit dem Pre-Registration, also wird es wahrscheinlich nur für diese pre-registrierten Leute tatsächlich diese Belohnung geben. Aber ja, muss man morgen einfach ausprobieren. Also ich habe mich, ich weiß gar nicht, mit welchem Account habe ich mich vorab registriert. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich nicht mit all meinen Accounts gemacht habe, weil der Account, auf dem ich wahrscheinlich spielen werde, der war es höchstwahrscheinlich nicht. Also ich habe keine Ahnung, welcher es war tatsächlich. Also wenn es die gleiche E-Mail-Adresse sein muss, dann bin ich RIP, weil ich habe mich nicht vorab registriert. Ich hoffe einfach, dass diese Belohnung jeder bekommt, weil sonst wäre es irgendwie Schwachsinn. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie das wirklich überprüfen können, wer sich vorab registriert hat und wer nicht. Vielleicht schon, keine Ahnung. Wir werden sehen. Danke euch für fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Weiterhin viel Spaß mit der Vorbereitung auf den FEC 2025. Wir sehen uns dann morgen.
beim Serverstart. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.